Stell dir vor, es ist Krieg. Und du musst hin. Wir wollen herausfinden, wie die Ukraine Zivilisten für den Krieg rekrutiert. Und auf den gefährlichen Kampf an der Frontlinie vorbereitet. In 6 Wochen vom Zivilisten zum Soldaten. Also ich glaube, ich würde mir in die Hose scheißen. Unterwegs auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Mit Beginn der russischen Invasion ist hier eine improvisierte Gedenkstätte entstanden. Jede der Flaggen steht für einen gefallenen ukrainischen Soldaten. Alle haben super junge Geburtszahlen, 1999, 2002. Ja, der Platz ist ziemlich voll von Flaggen mittlerweile. Als wir die ersten Male hier waren, dann waren das vielleicht ein paar hundert, was auch schon schlimm ist. Und jetzt sind das halt, kann man gar nicht mehr zählen. Das ist einfach unfassbar. Zu Beginn des Krieges haben sich noch viele Männer freiwillig für das Militär gemeldet. Mittlerweile herrscht Personalmangel. Es fehlen Zehntausende Rekruten. Wir machen uns auf den Weg zum Kiewer TCC, der örtlichen Rekrutierungsbehörde des Militärs. Aktuell können Männer zwischen 25 und 60 Jahren eingezogen werden. Kriegsdienst verweigern ist nicht. Ihm entgehen kann nur, wer unter eine Ausnahme fällt. Also zum Beispiel einen systemrelevanten Job hat oder gesundheitlich beeinträchtigt ist. Umso mehr wundern wir uns, dass wir im TCC ausschließlich Männer treffen, die vom Kriegsdienst zurückgestellt sind. I'm here because I received notification. I have postponed. I'm studying pharmacy college. I'm a school teacher. I teach English. I applied for this postponement and for now I'm just waiting for the documents. Wir fragen uns, ob es Zufall ist, dass hier gerade keiner wartet, der an die Front muss. Die Offiziere, die hier arbeiten, weichen uns nicht von der Seite. Teilweise werden wir auch gefilmt. In letzter Zeit gab es eher schlechte Publicity in Sachen Mobilisierung. Es melden sich immer weniger Freiwillige. Viele Männer wollen nicht an der Front sterben. Rekrutierungsteams gehen deshalb aktiv auf die Straßen, prüfen die Papiere männlicher Passanten. Dabei gibt es auch Vorwürfe von Gewalt gegenüber Männern, die versuchen, der Einberufung zu entgehen. Im Netz kursieren Videos, die scheinbar zeigen, wie Männer eingefangen und zwangsrekrutiert werden. Einer der Offiziere im TCC empfängt uns zum Interview. Er ist hier für die Erstgespräche mit neuen Rekruten zuständig und entscheidet darüber, in welches Trainingszentrum es für sie weitergeht. Для мене особисто прийняття кожного рішення є дуже складною задачею, є дуже складним питанням. Направляю я їх на навчання я і вибираю, скажімо так, люди йдуть після співбесіди зі мною. І тому спілкування з кожною людиною, яка в подальшому йде на службу, це завжди складно, це завжди боляче. Er war selbst bereits an der Front, wurde aber verletzt und ist jetzt Veteran. Я маленька людина, яка виключно робить свою роботу, не більше, не менше того. Можу сказати одне. Свого часу трошки побачив смерть. Дивився смерті в очі. На жаль, хоронив своїх побратимів. Тому я знаю, як це. Я знаю, що таке війна не просто зі слів. І знаю, скажімо так, як людям там тяжко. Und was sagt er zu den Videos, die mutmaßliche Gewalt bei Rekrutierungen zeigen? Є моменти схожих відео, це є можлива частина російського ІПСО щодо роботи і дискредитації працівників ТЦК. Не виключає те, що є перебільшення повноважень щодо працівників ТЦК, щодо тих чи інших громадян. Але у нас випадків таких, щоб скажімо так, щоб ми когось ловили, когось силоміць, скажімо так, направляли до ТЦК, таких випадків не було. Ob das stimmt, können wir mit unseren Mitteln nicht sicher überprüfen. Wir wollten ja eigentlich vor allem mit Menschen reden, die
nicht freiwillig hier beitreten, die nicht hier erscheinen wollen, die gezwungen worden sind, hier in die Mobilisierung mitzukommen. Wir haben dann drinnen erfahren, dass die alle schon morgens um 8 erscheinen. Wir sind aber um 10 hier hinbestellt worden. Eigentlich erst um 9, dann wurde das noch eine Stunde nach hinten geschoben. Und ab dann kommen eigentlich nur noch Menschen, die schon längst registriert sind und eigentlich alle quasi ja gar nicht mehr kommen müssen, weil sie aus medizinischen Gründen oder aus arbeitstechnischen Gründen quasi zurückgestellt werden in der Armee. Und deswegen wollen wir uns mit dem Besuch beim TCC nicht zufrieden geben. Wir machen uns auf den Weg in den Osten der Ukraine in ein Trainingslager für Rekruten. Wir sind jetzt zwischen Kharkiv und Kupiansk unterwegs, weil wir hier gerade vor allem, wie es heißt, junge Soldaten begleiten können, die intensiver, gerade auch zum Beispiel im Winterkampf trainiert werden, aber auch natürlich, wie man wirklich gegen ihren Gegner dann quasi vorgeht, trainieren, wie man kämpft, um dann ja, hier in der Front gegen die russische Armee eingesetzt zu werden. Um zum Trainingslager zu kommen, sind wir embedded mit der ukrainischen Armee unterwegs. Die Presseoffizierin dürfen wir aus Sicherheitsgründen hier nicht zeigen. Sie erzählt uns aber, dass das Lager schon mehrere Male zum Ziel von Angriffen geworden ist. Spuren davon sehen wir auch auf unserem Weg. Das ist oder war eine russische Rakete, die hier drauf gefeuert wurde. Die ist nicht explodiert, also das ist ein Blindgänger, das sieht man sehr häufig in der Ukraine. Eigentlich sollte man nicht so nah daran stehen, das ist hier in der Ukraine aber oft gar nicht verhinderbar. Hier laufen die Soldaten jeden Tag dran vorbei, die Autos fahren vorbei. Jetzt fahren wir wieder in die Deckung, dass uns auch niemand sieht. Ich habe ja sogar extra Hundeleckerli aus Deutschland mitgebracht. In diesem Trainingslager lernen Rekruten, wie sie mit Granaten umgehen, Waffen auf ein Ziel abfeuern und wie sie sich im Häuserkampf bewegen müssen, um eine Chance aufs Überleben zu haben. Wer das Training erfolgreich abschließt, geht nach nur 6 Wochen hier an die Front oder wird für spezifische Aufgaben weiter ausgebildet. Jetzt gehen wir zum Schießtraining mit den Soldaten hier. Auch wenn das Trainingsgelände ist, ist es doch immer besser, Schutzkleidung zu tragen. Beziehungsweise bei den Soldaten würde das heißen, trainiere so, wie du kämpfst. An dieser Station müssen die Rekruten auf ein Ziel in 100 Metern Entfernung schießen. How is it to shoot on Putin? Це задоволення стріляти по ньому. Більша мотивація. Щасливі з результату чи ні? Якби це було направду, то я був би дуже щасливий. Freude über den Tod des Feindes. In einem Krieg ist das wohl normal. Equipment gibt es in den Trainingslagern nur sehr wenig, denn an der Front wird jedes Einzelteil gebraucht. Wir können mit einem der Rekruten sprechen. Sein Name ist Ivan, er ist 34 Jahre alt und ist jetzt seit einigen Wochen hier. Це мій перший досвід служби у війську. What did you do before war? Я працював в торгівлі, дистриб'юції продуктів харчування, був на посаді торгового представника. Очікуємо, що будемо йти на передову приблизно через тиждень, можливо, трошки більше. Впевнено відчуваю. Тобто я розумію стратегію сліби, я розумію, як потрібно цілитись, як потрібно тримати зброю. Цьому вже навчили тактиці. Do you feel ready? Майже готовий. Цілковитої впевненості, поки немає першого досвіду, не знаєш, чого очікувати. Тому 100% впевненості немає, що я готовий. Ivan sagt, dass er freiwillig zum Militär gegangen ist. Die Rekruten bekommen mindestens 1,5 Monate Training, bis es für sie an die Front geht. In Friedenszeiten würde die Grundausbildung 3 Monate dauern, so wie aktuell auch in Deutschland. Sein Ausbilder Hans bewertet, wie gut Ivan das Ziel getroffen hat. Die Rekruten werden erst dann an die Front geschickt, wenn die Ausbilder entscheiden, dass sie bereit sind. Тоді, щоб вивести, щоб середня точка прицілювання попадалась десь сюди. Зараз вона в нього в цій точці. Зараз ми поправимо. Якщо він буде правильно вицілювати, середня точка прицілювання буде тут. Is he already ready to going to the front line? По ведення бою до нормального зброї до нормального бою. Я привожу його зброю до нормального бою. Я об'єктивно не можу вам сказати, наскільки він готовий. Я маю свою справу, інші інструктора будуть займатися своєю справою. В комплексі буде нарада, ми будемо дивитись, хто краще, хто гірше, хто на яку роботу
йде. Якщо він покаже себе як хороший стрілець, то ми поставимо його на стрільбу десь. Так, якщо він покаже себе як штурмовик чи як в обороні, ну то вже тут дуже багато нюансів, двома словами не скажеш. Is it not hard for you to train soldiers here and know how the fightings are and then sending them in the end there back into the trouble? Дуже складне питання. Це дуже велика відповідальність. Ми стараємося, наша група інструкторів старається працювати з хлопцями не для галочки, а для того, щоб вони максимально вижили. Але від ризиків ти не научиш нікого. Якщо прилетить каб, йому все рівно, як він стріляє. Так що це війна, це реалії. What is your mom thinking about you being here? Вона дуже переживає. Er ist 34, ich bin 37, das sind 3 Jahre Unterschied, das macht nichts aus. Und die müssen dann freiwillig oder unfreiwillig hier in den Krieg ziehen, kämpfen. Natürlich sind zu Hause alle besorgt. Ich kann mir nicht ausmalen, wie es sich wohl anfühlt, in einer Woche wirklich an die Front zu müssen. Was wir gerade erfahren haben, ist, dass die Gruppe hinter uns einige Soldaten beinhaltet, die vorher Häftlinge waren und jetzt vorzeitig aus der Haft entlassen wurden, unter der Bedingung, dass sie halt in die ukrainische Armee eintreten und jetzt dann kämpfen gehen hier in den Frontlinien. Laut dem neuen Mobilisierungsgesetz können Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen werden, um Militärdienst zu leisten. Ausgeschlossen davon sind Vergewaltiger, Mörder und diejenigen, die wegen Korruption sitzen. Zwischen 15.000 und 20.000 Insassen könnten das Gefängnis gegen den Einsatz beim Militär tauschen. I heard that some of you were like maybe in trouble before, like in jail. Can you talk about that? Ні, не пам'ятаю, маленький був. Wir erfahren später, dass die Häftlinge instruiert wurden, nicht über ihre Vergangenheit zu sprechen. Was uns außerdem keiner sagt, wie der Auswahlprozess der Häftlinge abläuft und wie viele in dieser Gruppe vorher im Gefängnis saßen. Nächste Station, Häuserkampftraining. Und zwar konkret für den Einsatz in Kupiansk, einer der hart umkämpften Städte im Osten der Ukraine. Wieder raus. Wir dürfen uns dicht an die Soldaten dranhängen. Die üben gerade ein reales Szenario, da wo sie hineingesetzt werden sollen. Eine Stadt hier in der Nähe, wo die russische Armee sich in Kellern versteckt. Und genau das Szenario üben sie gerade, wie sie da reingehen können. Wir müssen jetzt über die Straße unter Feuer gehen. Mal gucken, wie das wird. Und dann den Keller stürmen. Okay, es geht los. Sprinten einmal über die Straße. Schmeißen eine Granate rein. Und gehen dann mit den Waffen hinterher, um das dann auch noch zu klären, wie sie sagen. Stürmen in den Keller. Ausbilder hat gerade eine Granate reingeschmissen. Dann geht's hier schnell los. Das ist der Häuserkampf, der hier in der Ukraine passiert. Das ist heftige Scheiße. Бодя, ствол вот так возьми. Не всовуй його під этот. Вот так вот. Понял? Все, заходь. Der Ausbilder hier wird DIT genannt. Приготувалися! Пішов! Це не то, що злий, це таким криком ми створюємо психологічне давлення. Ми не для того кричимо, щоб там оскорбити, або він неправильно зробив. Затуркуємо їх, забиваємо їм соображалку, і при цьому ми бачимо, вони починають нервувати, і ми вже далі їх підводимо. Тому що в бою, там, стресові ситуації, може людина в ступор упасти. Це, я вам скажу, бої в урбанізованій місцевості, в населених пунктах, вони доволі такі сложні. Це робота штурмових груп, яка дуже небезпечна, Це, я скажу так, дорога в один кінець. Якщо ти не будеш приймати рішення, думати, то ти поляжеш. Запад пішов! Aber können ein paar Wochen Ausbildung ausreichen, um Zivilisten zu perfekten Häuserkämpfern auszubilden? Are you not afraid to do that in real life? Так,
Переможемо. Дай Боже. Die sind so auf Adrenalin gedrillt gerade einfach, dass sie das halt durchziehen. Aber man will sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie das in echt ist. Also ich glaube, ich würde mir in die Hose scheißen. Bin froh, dass ich als Journalist hier bin und nicht als Soldat. Was man auch dazu sagen muss, wir haben aus Militärkreisen erfahren, dass 70% der Leute, die bei sowas in echt dabei sind, nicht lebend oder verwundet zurückkommen. Das heißt, man kann davon ausgehen, 2/3 der Männer, die das hier gerade trainieren, wenn die das in ein paar Wochen live machen, werden 2/3 von denen nicht mehr nach Hause kommen. Oder nur verwundet. Das ist schon eine echt heftige Zahl. Die Eindrücke aus dem Trainingslager bleiben uns noch länger im Kopf. Auch dann, als wir wieder zurück in Kiew angekommen sind. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gab im Februar 2025 an, dass bis dahin mindestens rund 45.000 ukrainische Soldaten gefallen und 390.000 verwundet worden seien. Schätzungen von Militärexperten gehen von sehr viel höheren Zahlen aus. Beim Blick auf das Fähnchenmeer müssen wir wieder an die Rekruten denken, die wir auf der Reise getroffen haben und die mittlerweile wahrscheinlich im Einsatz sind. Hoffentlich werden sie niemals hier landen.